Ulala, nur noch 1,6 drauf. Gut, dass ich hier bin. Typisch, natürlich ist das Ventil irgendwo da hinten. Man kennt es, ne? Heute ist der letzte Tag, wo ich diese CRF 1100 fahren werde. Warum, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Läuft die Kamera? Caro, so richtig grob motorische Beifahrerin. Jo, also wir machen jetzt hier was ich überhaupt nicht mag, nämlich zu zweit auf einem Motorrad fahren, hinten drauf als Sozia. Das habe ich bei meinen ersten Fahrten auf einem Motorrad gemacht, als ich noch keinen Führerschein hatte und dann auch geliebt, das nicht mehr zu tun. Naja, zu zweit auf der Afrika Twin. Es ist wirklich erstaunlich bequem. Also man sitzt hier richtig gut. Ich sitze so ein bisschen höher als Julian, da kann ich dem geschickt über die Schulter gucken. Sehr netter Ausblick von hier hinten, noch ein bisschen höher. Ja, ich genieße das jetzt mal so gut ich kann im Rahmen der Abneigung gegen das Sozia-Fahrens, die ich halt so habe. Jetzt nehmen wir euch mit auf den Weg vom Münsterland nach Düsseldorf. Dabei stelle ich fest, dass es durchaus seine Vorteile hat, hinten drauf mitzufahren. Nämlich die viele Zeit in der Weltgeschichte herumzugucken. Oh. So, angekommen in Düsseldorf am Honda Center, muss ich jetzt wirklich ein allerletztes Mal Goodbye sagen. 7000 Kilometer circa liegen hinter uns. Es war eine geile Zeit. Was als nächstes kommt, the big surprise, Freunde, das sehen wir jetzt. Eine Honda Goldwing. Oh no! Nee, Freunde, natürlich nicht. Also, nochmal. Eine Afrika Twin aus 2025. Dieses wunderschöne Reisemotorrad wird uns also dieses Jahr begleiten, wieder zur Verfügung gestellt von Honda. Vielen, vielen Dank also an dieser Stelle an Patrick hier von Honda Düsseldorf, Philipp von Honda Frankfurt und auch Christopher. Danke, danke, danke für den Support. Und ich freue mich natürlich jetzt mega auf die bevorstehenden Reisen und Abenteuer mit dieser neuen Afrika Twin. Wir gucken uns das Ganze jetzt noch ein bisschen genauer an. Als Königin der Wüste bekannt, ist die Afrika Twin ja vor allem auch ein Reise- und ja Abenteuermotorrad und genau für den Zweck möchte ich sie auch benutzen. Ich möchte damit vor allem reisen und damit auch gerne ein bisschen Offroad unterwegs sein. Und dafür habe ich mir aus dem Honda Zubehörkatalog folgende Features ausgesucht. Den CRF Kühlergrillschutz, seitliche Tankprotektoren für mehr Halt beim Fahren im Stehen, Rallye-Fußrasten, den Schaltassistenten Quickshifter, einen Motorunterbodenschutz, Sturzbügel, die die Afrika Twin beim nächsten Fall absichern, die Komfortsitzbank und Alukoffer. Auf dem Vorderreifen ist der Heidenau K60 Ranger aufgezogen und auf dem Hinterreifen der K60 Scout. Bevor es weitergeht, like das Video und abonniere den Kanal. So, und was jetzt hier bei diesem Motorrad auch anders ist als bei dem Vorgängermodell, was ich gefahren bin, ist die Griffheizung. Ja, sie hat eine. Ich freue mich total darüber. Endlich wieder Griffheizung. Das ist ja was ich absolut brauche, weil ich einfach echt so ein Frierkind bin an den Fingern. Also selbst jetzt hier Mitte April oder Anfang April ist es. Und eigentlich ist es ganz nett hier mit Sonne und so, aber trotzdem habe ich jetzt nach einer Stunde Fahren auch schon wieder kalte Finger. Und da habe ich mir doch jetzt glatt mal eben die Griffheizung angemacht. Ja, da gehe ich hier einfach auf der rechten Seite an den FN-Schalter und dann gibt es insgesamt 5 Stufen, in die ich das dann
auf der linken Seite am FN-Schalter hoch und runterschalten kann. Jo, Nebelscheinwerfer sind auch mit am Start. Das erste Mal, dass ich sowas fahre an einem Motorrad. Jetzt eine Überraschung, wie das im Dunkeln sein wird. Noch ist es nicht ganz dunkel, aber man wird auf jeden Fall auf der Straße schon besser gesehen. Kommt ja so schnell vor, dass man einfach mal in die Dunkelheit fährt. Hatten wir in Marokko auch. Dann fährst du halt im Stockduster und da sind dann Tiere auf der Fahrbahn und deswegen ist es einfach auch echt ein Sicherheitsaspekt. Und schön, dass man das hier bei dem Motorrad von Haus aus anbauen lassen kann, quasi mitbestellen als Option. Ich hatte mir eigentlich auch diesen Windabweisersatz für die Scheibe oben bestellt. Allerdings musste ich den abmachen, als ich nämlich die verstärkten Handguards von Touratech da anmontiert habe, hat das einfach nicht gepasst. Also quasi der Lenker ist kollidiert mit diesen Windabweisern. Da solltet ihr also auf jeden Fall auch drauf achten, wenn ihr Handguards nochmal andere drauf macht, dass das dann auf jeden Fall auch passt mit den Windabweisern oder auch mit der Scheibe. Also das ist hier so ein ganz knappes Ding, auch mit der zusätzlichen Navi-Halterung, die hier dran ist. Außerdem nicht in den offiziellen Zubehörteilen, aber an der Africa Twin jetzt dran ist eine Seitenständerverbreiterung, weil ich einfach auch die Erfahrung gemacht habe, dass Motorräder so schnell umkippen und das macht sie auch trotz so einer Seitenständerverbreiterung, aber einfach nicht ganz so schnell. Neu bei der 2025er Modellvariante ist vor allem, dass hier die Scheibe vorne verstellbar ist in der Höhe. Das ist jetzt serienmäßig, genauso wie die Schlauchlosreifen. Das ist auch neu. 2024 waren das noch Schlauchreifen, jetzt sind sie ohne Schläuche. Das Ganze lässt sich dann einfach leichter reparieren. Und ein bisschen mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. 7% mehr sind da an Wumms drin. Und ihr könnt natürlich auch noch ein elektrisches Fahrwerk wählen. Ich habe mich hier für das Schwarz entschieden, weil ich hatte noch nie ein schwarzes Motorrad. Queenie war ja ursprünglich rot, dann habe ich sie kaputt gefahren, die Verkleidung, dann wurde sie weiß. Und die letzte CRF, die ich hatte, die war halt blau, rot, weiß. Und ich wollte jetzt gerne mal was Schlichtes. Ich finde das irgendwie auch sehr beruhigend, beim Fahren runter zu gucken. Und da ist es einfach wie aus einem Guss in Black. Und diese roten Highlights, die gefallen mir einfach total gut, weil es dadurch nicht langweilig ist. Das wird allerdings nicht das einzige Motorrad sein, was ich hier aus Düsseldorf mitnehme. Daneben steht eine Transalp. Ebenfalls aus dem Jahr 2025 ein neues Modell. Und passend zu den Farben des Motorradanzuges von Touratech, dem Rambler, wird dies nun das Motorrad sein, was der gute Julian dieses Jahr fährt. Wie findest du es? Ich finde jetzt so auf den ersten Eindruck sieht die echt richtig schick aus. Wirklich besser als auf den Bildern. Ich bin überrascht. Also richtig, richtig gut. Gerade in der Farbwahl. Die Farbe ist ein bisschen was Besonderes. Aber hier passt zu den Touratech-Klamotten. Extra in der Farbe gewählt. Und gerade hier diese kleinen Details wie die goldenen Felgen. Und zusammen mit dem gelben Streifen hier und dem Grau. Das kommt richtig gut, dieser Kontrast. Und auch von der ganzen Linie sieht er echt schnittig aus. Hauptänderungen an dem 2025er Facelift-Modell sind einmal die neue Front. Und am Fahrwerk wurde wohl ordentlich was gemacht. Ja, ich bin echt super gespannt, wie die so fährt und wie die ganzen Eindrücke mit der werden. Gerade auch mit den ganzen Gadgets, die wir hier noch extra dazu verbaut bekommen haben. Die XL750 habe ich mir mit folgenden Zubehörteilen konfiguriert. Wir haben zum einen den Motorschutz, Frontsturzbügel, da wir auch damit ins Gelände gehen, LED-Nebelscheinwerfer, eine Griffheizung ist auch dabei, seitliche Tankprotektoren, Rallye-Fußrasten für einen festen Stand, einen Schaltassistenten, hier als Quickshifter, einen zusätzlichen Kühlergrill, eine 12-Volt-Steckdose, Windschildabweiser und Cockpit-Windabweiser. Die Felgenaufkleber machen die Felgen noch ein bisschen schicker. Die Reifen sind Heidenau K60 Scout. Und eine Komfortsitzbank für lange Fahrtage. Die Bedienung ist im Vergleich zur Africa Twin sehr, sehr intuitiv und total super gestaltet. Auch die ganze Menüführung erklärt sich wie von selbst. Alles wird hier über diesen einen Joystick geregelt und man kommt einfach direkt damit klar. Eines der ersten Tools, die ich jetzt hier montieren werde, ist meine Handyhalterung. Weil ohne Handyhalterung, nee, ist das nicht richtig mein Moped. Wo habe ich es hingetan? Hä? Bin ich verwirrt? Wo ist das? Ne, die Halterung. Ach, da. So, das ist immer ein bisschen Fummelarbeit. So,
Halter ist drauf. Tada! Das erste Mal draufsetzen auf die Transalp. Mal gucken, wie es ist. Ich saß da wirklich noch gar nicht drauf. Ich sehe die jetzt gerade zum ersten Mal. Ich sitze da heute zum ersten Mal drauf. Ich fahre damit heute zum ersten Mal. Ja, ich bin gespannt. Ne? Mit Komfortsitzbank ist wieder noch mal ein Stück höher. Oh, doch, ist aber gut. Ich komme gut auf den Boden. Doch, die ist was. Fester als erwartet, aber bequem. Und man sitzt auch recht hoch, verhältnismäßig, finde ich. Also höher als bei der Afrika Twin. Und auch so ein bisschen mehr in Richtung oben drauf, als dass man da jetzt so drin sitzt in dem Motorrad. Yeah. Erstes Mal draufsetzen auf die neue. Mal schauen, wie es ist. Ui. Oh ja. Oh ja, irgendwie passt sich die Sitzbank ein bisschen besser an den Popo an, finde ich. Ja, von der Höhe ist das ja einfach gewohnte 850 Millimeter, schätze ich mal, ist die gerade eingestellt, die Sitzbank. Finde ich ja toll, ne? Ist ja genau mein Ding. Mit 1,75 passt das genau zu mir. Schön. Die Saison kann kommen, die erste Reise. Wir sind bereit, würde ich sagen. Die ersten Kilometer jetzt hier mit der neuen Afrika Twin raus aus Düsseldorf gehen natürlich nur schleppend. Es ist Feierabendverkehr, 5:30. Ich kann aber dennoch schon sagen, dass ich denke oder finde, sie fühlt sich in diesem langsamen Fahren, im Schalten in den unteren Gängen und im Gas geben viel, viel weicher an als die aus 2023. Also nicht mehr ganz so, man dreht am Gasgriff und wupp, die geht so weg, sondern das ist so was Sachtes. Und das macht das Fahren insgesamt halt viel komfortabler. Also es ist so ein bisschen angenehmer, bequemer. Ansonsten bin ich ganz froh, dass ich die ohne elektrisches Fahrwerk habe. Ich finde da ganz schön irgendwie basic zu bleiben. Und mega angenehm ist natürlich der Quickshifter. Das heißt, ab dem zweiten Gang brauche ich quasi meine Kupplungshand überhaupt nicht. Ich kann die Gänge einfach mit dem Fußpedal reinmachen und das geht wirklich ganz smoothie, easy peasy. Da muss man sich jetzt gar nicht mehr verrenken an der Hand, um da irgendwie an den Kupplungsgriff zu kommen. Finde ich ein geiles Tool. Also von meiner Seite aus eine klare Empfehlung jetzt hier auf den ersten Kilometern mit dem Quickshifter. Angenehm, sehr angenehm. Hat so ein bisschen was vom Honda E-Clutch, ne? Auf der CBR bin ich ja das erste Mal gefahren, im September in England letzten Jahres. Und da fand ich das auch schon sehr geil. Ihr wisst ja, mein allererstes Motorrad, die RD07, habe ich Queenie getauft, in Anlehnung an ihren Ruf, Königin der Wüste. Und das zweite Motorrad habt ihr den Namen auch mit inspiriert. Das ist Tweenie gewesen. Und dieses Motorrad hat noch keinen Namen. Ich bin schon schwer am Überlegen. Oh, ich habe so viele Ideen. Ach, keine Ahnung, irgendwie auch mal ein bisschen was Deutsches, ne? So eine Waltraud. Alfons? Nee, Alfons die Afrika Twin. So, weißt du, so Alliteration und so. Die Schwatte. Die Schwatte. Oder Mäuschen? Nee, passt nicht. Das passt nicht. Vielleicht fällt euch ja noch irgendwas ein. Was meint ihr, was ist ein guter Name für so eine schwarze, schicke Afrika Twin? Black Beauty? Der schwarze Baron? Ist vielleicht ein bisschen lang. Ihr wisst, das Thema Name für ein Motorrad ist wichtig, ja. Das ist ja diese emotionale Bindung, die man dazu aufbaut. Wenn ich mir das so angucke, da muss jetzt was her, was ich einfach gerne sage, ne? Was ihr auch gerne hört vor allem, weil ihr seht die Videos ja. Also lasst mal irgendwas Schönes. Friedel, Black Pearl. Ja, okay. Was mir jetzt auch auffällt beim Fahren, ist der Sound vom Auspuff. Also insgesamt hört sich das viel dunkler an als vorher. So ein bisschen voller. Jo Leute, haut mal raus, was ist eure Meinung zu der neuen Afrika Twin und zur neuen Transalp? Ich bin gespannt, wie vielleicht eure Erfahrungen auch schon sind. Wir werden jetzt im Laufe des Jahres unsere Erfahrungen damit machen und die natürlich wie immer mit euch teilen. Also wenn ihr Fragen habt, haut raus in den Kommentaren, ist ganz viel Platz dafür. Traut euch und ich freue mich auf ein geiles Jahr mit euch und den beiden Bikes.